What's up, English challenges? Today I have a very special guest, and this video is going to be in Swiss German. So if you need any subtitles, click right here for standard German or English. Okay, let's go. Tada! So, das war dieser Special Guest für heute. Könntest du dich kurz mal vorstellen? Ja klar, mein Name ist Tama. Ich bin auch YouTuberin, mein Channel heisst Tama Gotcha und heute hängen wir uns ein bisschen zusammen. Ja, voll. Könntest du dir kurz deinen Channel vorstellen? Um was geht es in deinem Channel? In meinem Channel geht es ja darum, dass ich Kulturen vorstelle. Das heisst, ich habe ja die auch auf meinem Channel gehabt. Ups, darf ich das noch nicht sagen? Und mir geht es auch darum, dass man ein bisschen aufzeigen kann, dass es in der Schweiz sehr viele verschiedene Leute hat, mit verschiedenen kulturellen Backgrounds. Ja. Und dass wir eine bunte Mischung sind hier in der Schweiz und die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern bunt. Wie schon erwähnt, haben wir schon zusammen ein Video gedreht auf ihrem Channel. Und wir sind dort in einem vietnamesischen Jugendlager gewesen, bist extra gekommen. Und wie war dein Eindruck von diesem Lager? Was hast du davon? So cool. I wish I was Vietnamese! Also als Junge habe ich ja immer auch in so ein Jugendlager gehen, so Summercamp, wenn man es im Fernsehen gesehen hat, habe ich mega cool gefunden. Ja. Und ich habe mich so gefreut, wenn es so etwas auch für tamilische Leute gegeben hat. Und ich habe mir das nicht vorstellen, dass es so etwas wie ein vietnamesisches Jugendlager hier in der Schweiz gibt. Und ich finde es wirklich mega nice, dass sie das machen. Und die Jugendlichen haben, glaube ich, mega Freude gehabt, mal ein längeres Wochenende zusammen zu verbringen, mit der eigenen Community umzuhängen, die Sprache zu reden und einfach auch Spass zu haben. Wie hast du Tamilisch gelernt? Einfach so in der Familie oder hat es so eine Schule gegeben? In der Schweiz? Mittwochnachmittag, wenn alle Kinder frei haben, also hier ist es ja so, am Mittwochnachmittag haben alle Kinder schulfrei. Ja. Und alle Tamilkinder und alle Italienerkinder haben in ihre jeweilige Sprachschule müssen gehen. Also ich hatte 3 Stunden Tamilisch-Unterricht in der Schulzeit und natürlich daheim haben meine Eltern immer Tamilisch geredet. Und wenn ich mit tamilischen Kolleginnen unterwegs war und wir unter Beobachtung von meinem Papi waren, hat er uns immer dazu gezwungen, dass wir auch Tamilisch reden. Er hat gesagt, ihr seid tamilische Kinder, ihr müsst eure Wurzeln behalten, reden Tamilisch. Sehr gut. Ja. Gleiche Meinung. Genauso der strenge Brüder waren immer so der Schwester, ey, only speak Vietnamese at home, okay? Okay. Okay. Genau. Sie haben sicher mega uncool gefunden. Also, sie haben mich gehasst. Alle immer so, muss der Vater auf uns schauen? Ich war immer der strenge Brüder. So. Ja. Aber weißt du was, im Nachhinein ist man dankbar, dass man die Sprache gelernt hat. Das stimmt, definitiv. Kommen wir zum Hauptteil des Videos. Und zwar wäre ich sehr interessiert, wenn du mir eine kurze Einführung könntest geben in die tamilische Sprache. Ich habe keine Ahnung von Tamilisch. Und so einfach ein paar Facts, ein paar Sachen, die vielleicht interessant wären für die Zuschauer. Okay, also es gibt wie 2 Buchstaben, die, glaube ich, für Ausländer schwierig sind zum Aussprechen, weil es nicht unbedingt in den Sprachklängen üblich ist in ihren Kulturkreisen. Also wo ich Schwierigkeiten sehe, ist zum Beispiel L auf Schweizerdeutsch, oder? Also mit der Zunge vorne, L ist sehr leicht. Ja. Und wir haben 3 verschiedene Ls. Wir haben La und Ra. Das heisst, du bist vorne mit Zunge für das normale L, das wir kennen, La. Und dann gehst du ein bisschen weiter hinten, dann kommt es La. Und dann gehst du noch weiter hinten mit der Zunge und dann machst du Ra. Wait, ich höre fast den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten. Kannst du die erste und die zweite? La, das ist vorne. La ist weiter hinten und Ra ist weiter hinten. Ich höre keinen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten. La. Ja, La. Und jetzt gehst du mit der Zunge weiter hinten. La. Aha. Okay. Spürst du es? Ja, La. Wenn du es sagst, spürst du es nicht. Und Ra ist wirklich hinten. La, okay. Und vor allem mit dem Hinteren haben die Leute meistens Mühe. Ja, das ist schön. La. Genau. Genau. Ich habe selbst noch nie den Ton La. Aber das ist nicht so üblich. Ja, das ist okay. Genau. Da gibt es aber das Wort Mango, das heisst Mambaram. Und dann gehst du weiter hinten. Mambaram. Nochmal? Mambaram. Für alle anderen das ist mumbling. Yeah, I'm mumbling right now, yeah. Mambalam. Genau. Genau. Und dann gibt es noch den anderen Klang. Also ein T oder ein D fällt der Schweizer zum Beispiel sehr einfach. T, D. Und wir haben noch etwas, was dazwischen ist und das ist D, Da. Da. Genau. Also zum Beispiel... D und Da. Okay. Wir sind beide Filmfans. Film heisst auf Tamilisch Padam. Nochmal? Padam.
Und jetzt machst du aber eher ein D, das Padam, oder? Ja. Und das ist aber das Da, Padam. Oh boy. D ist, wenn du die Zunge ein bisschen hingern tust und ein bisschen falsch ist. D. Padam. Ja, genau. Padam. Padam. Yes! Padam. Okay, oh. You got it. Okay, ist das noch etwas Lustiges, was vielleicht so spontan in den Sinn kommt? Facts vielleicht noch. Also wir haben ja Symbol, unsere eigenen. Also wir haben nicht unsere 27 Buchstaben, wie das die Europäer zum Beispiel haben, sondern wir haben 247 Buchstaben. Genau. Und das ist eigentlich, wir sagen dann Uirelete und Meierelete. Du musst es wie eine Tabelle vorstellen. Die eine Reihe sind Vokal und die anderen sind Konsonanten. Und wir müssen immer kombinieren. Okay. Genau. Also wegen dem haben wir auch ein La, La und Ra. Oder? Und das ist eigentlich das L mit einem A kombiniert mit so La. So. Und so kommen wir auf unsere 247. Wait a second. Symbole. Das kannst du mir sicher noch kurz mal kripseln. Mal schauen. Ja, sure. Okay, und wie spricht man das aus? Vanakkam. Vanakkam. Also das ist wahr? Oder wie? Ja, das ist wahr. Na, Ukam heisst. Also. Vanakkam. Ja. Kannst du nochmal sagen? Vanakkam. Vanakkam. Und in der tamilischen Kultur, wenn man begrüßt, wenn man es schön traditionell macht, dann tut man die Hände zusammenlegen. Das heißt Vanakkam. Vanakkam. Genau. Cool. Ach, ich bin immer so fasziniert, wenn ich so eine neue Schrift sehe. Ach, das ist so interesting. Das ist, glaube ich, der Grund, wieso meine Zehnsprache nachher Thai wird sein, weil Thai hat auch eine völlig andere Schrift. Ja, das stimmt. Das wird lustig. Cool. Okay, das nächste Wort für heute. Pam pam. Ende per tri. Ja. Oder so. Genau. So, einen Satz würde ich gerne lernen. Ich lerne gerne Sprache. Wir wissen ein bisschen. Okay. Wie lernen wir? எனக்கு மொழிகள் கற்றுக்கொள்ள விருப்பம். Holy shit! Es ist recht lang. Und ich muss schauen, wie man schreibt. Ich finde es sicher. Oh mein. Okay, jetzt das umschreiben. Okay, oh mein Gott. Okay, wir haben den letzten schönen Satz für heute. எனக்கு Ennaku. மொழிகள். Jetzt kommt aber das R, das wir vorher geübt haben. Das ganz hinten. Das Ganze. மொழிகள். Molikel. Aha, மொழிகள். கற்று கொள்ள விருப்பம். Okay, jetzt. Ennaku Moligal Katru Kolla Virupam. Nicht schlecht! So cool! Ich bin sofort fasziniert von der Schrift. Das ist anscheinend, wie man meinen Namen schreibt. Tamilisch ist auch so eine Sprache, du kannst im Fall, wenn du willst, kannst den ganzen Satz in einem Wort schreiben. Ich habe gelesen, dass Tamilisch das Fachbegriff für agglutinierende Sprache, das heisst, das ist wie agglutinierende Sprache. Agglutinierende Sprache. Das heisst, auf gut Deutsch heisst, dass du wie, wenn du zum Beispiel das Base, also ein Wort hast und dann du schon alle anderen Informationen, das heisst jetzt Gender, Einzahl, Plural, whatever, du schon wie anhängen. Weißt du, du hast wieder Endungen und nachher kannst du so... Ja, das hat so etwas. Genau, oder? So ist wie jetzt Sprachen wie Japanisch, Koreanisch. Jetzt tun wir mal alle Sätze zusammennehmen. It's gonna be fun. Hello, my name is blah blah blah. I like studying languages. Let's go. வணக்கம். எனது பெயர் தமா. எனக்கு மொழிகள் கற்றுக்கொள்ள விருப்பம். Now you. 2 hours later. வணக்கம். எனது பெயர் த்ரி. எனக்கு மொழிகள் கற்றுக்கொள்ள விருப்பம். Woo! Bam! You nailed it! Das war es auch schon für das heutige Video und ja, ich habe einen guten, kleinen Einblick in die tamilische Sprache. Ich weiss, dass es eine agglutinierende Sprache ist. Ja. Und ja, wo können die Leute deinen Channel finden?
Tamagotchi heisst mein Channel, das könnt ihr im Suchfeld eingeben und vielleicht in so in die Description rein. Ja, natürlich. Kennt, oder? Ja. Yes, dort haben wir nämlich ein Video mit dem Trick gemacht und dort lernen wir mehr über die vietnamesische Jugendkultur. Genau. Ja, merci vielmals fürs Kommen und danke, dass ihr dabei seid. Ja, like and subscribe and check her channel out. Peace out. Bye bye. Bye bye. Was heißt bye bye auf? Nandri Vanakkam. Nandri Vanakkam. Yay.